Hallo Leute. Und zwar möchte ich heute mal über meinen Bro, also meinen Bruder, reden. Im Prinzip ist er die Person, die mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Vor allem Computer, also er ist im Prinzip dran schuld. Und ja, also wann haben wir angefangen? Ich glaube, vor ein bisschen mehr als 7 Jahren haben wir gemeinsam zocken angefangen. Damals noch Diablo 2. Hat er mir eben einen kleinen Scheiß-Computer zusammengebaut und wir haben einfach gezockt. Ja, und dann, wie WoW rauskam, haben wir auch gemeinsam angefangen. Ich meine, ich war zwar total kleine Spasti, aber solange ich mein Maul hielt, war ich trotzdem nicht der schlechteste Spieler. Dank ihm bin ich dann auch eben in eine Gilde reingekommen, in eine gute, in WoW. Und ja. Ich kann mich noch erinnern, sein erster Char war Mensch, Schurke und hieß Sandaria, der war auf Durozan. Ja, auf Durozan war der Char. Und ich habe natürlich mitgespielt, ich war Mage, natürlich auch Human. Und ja, wir haben gemeinsam gezockt, also ich muss, ja, sorry. Er hat dann ab und zu die Gilde gewechselt, ich blieb aber drin, weil ich einfach die Gilde brauchte. Er ist dann in eine richtige Raid-Gilde eben auch gegangen und hat, obwohl er Schurke war, der Noob hat Schmied gelernt und Bergbau. Seine Ausrede war, ja, damit er was für die Gilde machen kann. Dabei hat er nicht gecheckt, dass es nicht der richtige Beruf war. Dann in Iron Forge ist er dann rumgerannt und hat noch rumgefragt, wo man einen Schmiedehammer kaufen kann. Also da war er noch, ich glaube so Level 20 oder so, also da war er noch natürlich nicht in der Raid-Gilde. Hat er das 60er gefragt, wo man einen Schmiedehammer kaufen kann. Ja, und er meinte immer, man soll nie einen niedrigeren, also einen Typ mit einem niedrigeren Level fragen, ob er dir helfen kann oder irgendwas sagen kann. Immer wenn höheren fragen, dann ist es nicht so schlimm. Weil früher bei WoW war es zumindest noch so, zumindest am Anfang, da hat nicht jeder 500.000 Chars gehabt, sondern da hast du meistens 1, 2 gehabt. Also, ja, meistens wahrscheinlich einfach noch einen PvP-Char, wenn du das Gold dafür hattest. So um Level 40 herum, eben auch noch mit einem Human. Ich weiß nicht mehr welches Item das war. Das war ein Drop von Nefarian, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, Nefarian, ja. Den konnte man an jeden weiterverkaufen. Ungefähr 200 Gold wert. Total beliebt, also begehrt. Schreibt dir einen Trade-Chat rein, verkaufe den um nur 150 Gold. Und dann hat er so einen Typen, ich glaube 2 Stunden durch ganz Azeroth gejagt und gesagt, nee, ich bin jetzt dort und dann am Schluss hatte er das Item ja gar nicht. Ja. Ja, und ich erzähle jetzt mehr von meinem Bruder als von mir, also unsere Zocker-Dings eben. Ja, irgendwann haben wir dann doch geschafft, Level 60 zu werden. Damals gab es ja keine Add-ons, beziehungsweise keinen Quest-Helper. Und unser erster Boss, den wir eben dann auch gemeinsam gelegt haben, war Nefarian auch. Der Bastard hatte das Kirschners Schwert, also Kirschner-Messer mit, ich glaube, plus 10 Kirschner-Fähigkeit, dass er auch Nefarian eben skinnen konnte. Ja, bin ich froh, dass ich nur Mage gespielt habe, sonst wäre ich ziemlich böse gewesen, zum Beispiel Hunter, also konnte ich das nicht. Und ja, dann unser eben letzter Boss, den wir jetzt zu 60er Zeiten noch gemeinsam gelegt haben, war natürlich Ragnaros. Das war ein schöner Tag. Aber immer wieder gefailt mit den scheißen Noobs im Raid. Ja, dann Burning Crusade rausgekommen. Gemeinsam natürlich gleich weitergespielt. Ich glaube, wir haben den ersten Eber gekillt, es ist was Grünes gedroppt. Und besser als unsere Sets, die wir aus Classic hatten.
gerade nicht, dass wir unsere Chars gelöscht haben, haben wir sofort aufgehört mit WoW. Ja, dann haben wir aber dann doch wieder weitergespielt natürlich und haben auch wieder fast jeden Raid-Boss gemeinsam gelegt. Ich meine, wir haben nicht wirklich immer gemeinsam gespielt, aber wenn es ums Raiden ging, schon gemeinsam. Dann Wrath of the Lich King habe ich ihn dann wieder dazu gezwungen, weil es ja im Prinzip wieder dasselbe war, dass wir gemeinsam spielen. Mittlerweile sind wir aber dann schon so Horde gewechselt. Ich hatte nie was gegen Horde oder gegen Allianz, das finde ich so dämlich. Immer, ja, scheiße, Horde scheiße. Nee. Auf jeden Fall, das haben wir dann gemeinsam angefangen wieder. Also wir hatten dann aber auch schon mehr Chance, weil Wrath of the Lich King konnte man sich das schon zumindest machen, weil es so schon leichter ging, einfach so zu leveln. Der Spasti hat sich dann einen Death Knight gemacht. Ich mag keinen Death Knight, ja. Don't hit me. Ja. Das war eben dann sein dritter Char. Zu Recruit a Friend war aber schon praktisch dann zu dem Zeitpunkt, weil wir eben auch einen neuen Char angefangen haben. Ja. Lich King konnten wir leider nicht mehr gemeinsam legen, also er wollte dann einfach nicht mehr spielen und hat dann ab und zu auch wieder hin und her gewechselt zwischen Allianz und Horde, also, und ich bin bei Horde geblieben. Habe mit meinem Mage dann eben auch Icecrown alles gelegt mit meiner damaligen Gilde, die sich dann leider mal aufgelöst hatte und dann aber wieder zusammenging. Das Geilste war ja sowieso ein Typ, ich glaube ein Taure Hunter war das, in, ich weiß nicht mehr wie das hieß, auch in Icecrown, wo es auch eine Ende gab, ich weiß nicht mehr, ist doch egal. Droppt ein Rezept für Schmied und was hatte, also der brauchte Skill 350. Was hatte der wohl für einen Skill? Richtig, 1. Und trotzdem hat er es bekommen. Ich hab den dann so geflamed und mein Gildenlead hat dann überlegt, ob er mich nicht rausschmeißt, weil ich den so geflamed habe, weil er so ein Noob ist. Aber das ist ja jetzt eine andere Geschichte. Dann Cataclysm ist und war das schlechteste Add-on und ich spiele es jetzt trotzdem. So Erweiterung, Scheiße, was auch immer. Ja, wir haben dann aber nicht gemeinsam angefangen. Ich habe dann mit meinem Kumpel, den ich eben von einem Privatserver kennengelernt habe, wo ich dann eben, nämlich ich habe mit Cataclysm aufgehört. Ich hatte, glaube ich, 1-2 Tage vor Cataclysm released wurde, wo ich dann eben schon gesehen habe, was sie mit OG angerichtet haben. Danke Blizzard, ich hasse euch. Also da habe ich dann aufgehört und bin eben auf einen Privatserver gewechselt und dort habe ich einen coolen Typen kennengelernt, mit dem ich eigentlich jetzt immer zocke, auch noch immer. Und ja, also da habe ich auch eine Gilde gegründet, nicht Allianz versichert, natürlich auf Horde. Und dann habe ich natürlich auch wirklich aufgebaut. Ich glaube, wir waren die dritte oder zweitbeste Gilde auf dem Server. Also zumindest von der Memberanzahl her. Wir haben nicht so viel geradet, also wir haben zwar schon geradet, aber eher so 60, 70er Raids, 80er Raids sind scheiße, ganz ehrlich. Außer Icecrown. Icecrown ist nicht mal so schlecht, okay. Ja, und dann Cataclysm, ich spiele und auf einmal sehe ich, kommt mein Bruder online und ich denke so, what the fuck, warum hast du mir nicht einfach gesagt, dass der online kommst? Also, ja, keine Ahnung, hab mir jetzt einfach das zugelegt, also einfach wieder gekauft, weil ich dachte, ich muss jetzt spielen, weil ich gesehen habe, du spielst das auch. Dann haben wir das zwar nicht gemeinsam richtig gespielt, ich habe ihm dann einen Char von 80 auf 85 gelevelt, weil er so faul war, also nur gegrindet, damit er auch ein bisschen Gold hat. Dann wie das Gold ausging, hat er sich 100k gekauft. Ich glaube, das hat zu dem Zeitpunkt nur mehr 20 Euro gekostet, wenn nicht es weniger. Vielleicht wenig. Ne, okay. Ja, aber dann hat er wieder aufgehört. Moment, ich muss ihm nachschauen, wie lange ist er jetzt schon offline. 2 Monate, also das eine Monat konnte er jetzt sowieso nicht mehr spielen, aber egal. Ja, hat dann eben auch gleich, sehr früh wieder aufgehört. Ich habe jetzt weitergespielt, ich habe jetzt auch wieder ein paar Chars und das ist im Prinzip die Ende. Also mal ganz kurz zusammengefasst, unsere WoW-Laufbahn von mir und meinem Bro und leider wird sie nicht mehr weitergehen. Genau, wir haben auch außerdem Star Wars The Old Republic auch angefangen. Er hat
Juggernaut und ich natürlich Hexer gespielt. Sith, beide. Er voll und fetten Sith. Ja, und wir wollten natürlich auch Diablo 3 gemeinsam spielen. Ja. Geht nicht mehr. So, bevor ich jetzt vor laufender Kamera anfange zu heulen. Das war unsere Geschichte. Ich werde nie vergessen, wie ich mit dem Ragnaros gekillt habe. 60er. Ja. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Tschüss. Schönen Tag noch. Sagt euren Geschwistern, dass ihr sie liebt, wenn ihr Geschwister habt. Wenn nicht, dann sagt euren Eltern, dass ihr sie liebt. Keine Ahnung, verteilt Weisheiten, lebt euer Leben, wie ihr es wollt. Macht es einfach.